Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Q&A with Sugar Ray. Dieses Mal aus Stuttgart City, hier im Jahr 2018. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß mit diesem Video. So Leute, ich möchte dieses Jahr mit einem Q&A starten, weil es einiges zu besprechen gibt. Ich habe euch wieder die Option gegeben, mir Fragen zu stellen. Und es kamen diesmal ganz schön viele Fragen zusammen. Und diese möchte ich so gut wie es geht euch beantworten. Und damit steigen wir auch schon mit der ersten Frage ein. Wie lange tanzt du schon? So, wie lange tanze ich schon? Mein Gott, ich tanze schon mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben bin ich am Tanzen. Aber so wirklich intensiv und bewusst tanze ich seit 18 Jahren. Wie bist du zum Tanzen gekommen? Also wenn ich jetzt sage, es wurde mir in die Wiege gelegt, dann ist das dieses Klischee, dann bediene ich dieses Klischee. Ich meine, ja, bei uns Kongolesen, bei Afrikanern generell wird viel gefeiert. Damals wurde viel gefeiert zumindest. Es gab jedes Wochenende eine Fete, eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeitsfeier oder was auch immer. Gefühlt gab es wirklich jedes Wochenende eine Fete. So, es gab immer leckeres Essen, super Musik und sehr viele Menschen, die getanzt haben, und das scheint mich wohl geprägt zu haben. Hast du ein Idol? Ja, Michael Jackson ist mein Idol, mein größtes Idol. Er war mein Idol, er ist mein Idol und wird für immer mein Idol sein, Michael Jackson. Was tanzt du alles für Stile? Ich tanze Breaking, was die meisten von euch unter Breakdance kennen. Ich tanze Popping, ich tanze Locking, ich tanze Hip-Hop, ich tanze Warum heißt du Sugar Ray? Warum heißt du Sugar Ray? Ich liebe diese Frage. Ja, es ist eine ganz besondere Geschichte in meinem Leben. Und zwar habe ich ein großes Idol. Ja, ich habe viele Idole. Und ich hatte die Ehre, einer meiner größten Idole kennenzulernen. Und zwar ist das Don Campbell Campbell. Das ist der Erfinder der Tanzrichtung Locking, also ein echter Pionier, ein echter Erfinder, eine Legende. Ich hatte die Ehre, ihn kennenzulernen, war mit ihm lecker essen, wir haben einen schönen Abend zusammen verbracht und beim Abendessen hat er mich angeschaut und meinte, Oh, tell me when you're ready. yeah. Hey, this is Don Campbell, all the way here from Germany. I'm here with the Sugar Man, Sugar Ray. Sugar Man, Sugar Ray, Sugar Man. Ja, und hat da so mit meinem Namen rumgespielt und so ist mein Name entstanden. Don Campbell hat mir mit auf den Weg gegeben, an sich zu glauben, nicht zu schüchtern zu sein, weil ich war eine lange Zeit sehr, sehr schüchtern. Don Campbell hat zu mir gesagt, Junge, geh da raus in die Welt, geh auf die Bühnen und shine. Shine, versprüh deine Süßigkeit, versprüh deinen Zucker und sei Sugar Ray. Und deswegen heiße ich Sugar Ray. Nicht zu verwechseln mit Sugar Ray Robinson und Sugar Ray Leonard. Das waren Boxer und die schreiben sich mit Y. Ich schreibe mich mit einem E. Ja, also bitte beachten. Wann kommt ein neues Video mit Julian Bam? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich stecke nicht in den Planungen von Julians Videos, aber falls wieder was kommt, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen, wenn ihr mir auf Social Media folgt, wenn ihr mir auf Instagram und Facebook folgt, dann kriegt ihr das schon mit, wenn ein neues Video kommt. Can you give me some tips to follow in order to increase my locking level? Mix them. Good question. I have to tell you that I never trained to become a better locker. Never. Okay, I always trained to become a better dancer in general. And this is to me the key to increase your locking, because you are more than just a dance style, because locking is a dance style. Okay, but you have a history and you have to know your history. You have to know what do you like, and just listen to yourself and find yourself within locking. Stay open-minded, learn any dance. When you come to locking, when you have locking, try to combine the things that you've learned in other dance styles and put it back into your locking. And always try to
Study the basics, the fundamentals, the foundation of locking, and twist them up, change them, okay? Change the way of thinking. You know, you have to be open, you have to go for it. Do research, study dance in general, and I promise your locking will grow. 2 Fragen. Du hattest doch mal ein Video zu Do It von Tuxedo gemacht. Jetzt ist es weg. Warum hast du es gelöscht? Ich mochte es. Silvia, ich mochte es auch. In diesem Video ist eine Person, mit der ich nichts mehr zu tun haben möchte. Ich konnte diesen Menschen nicht mehr in meinem Video sehen und deshalb habe ich das Video gelöscht. Was für schlechte Erfahrungen hast du mit falschen Menschen gemacht? Scheinst dadurch ja wirklich wütend und traurig zu sein. Ja, ich war auch wirklich wütend und traurig, das muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube nicht daran, dass die Menschen, die mich enttäuscht haben, schlechte Menschen sind. Das waren Menschen, die sehr, sehr krasse Komplexe hatten. Also die konnten... Wow. Also, es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Falsche Menschen sind für mich Menschen, die nicht zu sich stehen. Menschen, die nicht akzeptieren können, wer sie sind und wer die Menschen sind, die mit ihnen zusammenleben. Ja? Und diese falschen Menschen entwickeln Neid. Sie entwickeln Missgunst. Sie entwickeln Missvertrauen. Und das projizieren sie auf Menschen in ihrem Umfeld. Weil sie selber nicht fest genug an sich glauben, müssen sie andere, die ihren Weg gehen, davon abhalten, ihren Weg zu gehen. Und mit diesen Menschen hatte ich zu tun. In schlechten Zeiten hat man dann wirklich gemerkt, was für Persönlichkeiten das sind. Also sorry. Ich habe mir echt sehr viel gefallen lassen. Und ich habe die Menschen immer so genommen, wie sie sind. Da ich selber nicht perfekt bin, nehme ich immer jeden so, wie er ist. Mit allen Macken und allen Kanten und allen Fehlern, die dieser Mensch hat. Und ich verlange dann aber auch, dass man mich auch so nimmt, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, die ich so habe und mitbringe. Und das war nicht der Fall. Im Gegenteil, man hat mich schlecht gemacht. Das habe ich mir einfach nicht gefallen lassen und habe mich gewehrt. Und habt Massaker gemacht. Einmal. Ja. Was war dein geilstes Gefühl in deiner Tanzkarriere? Also, die Begegnung mit Don Campbell war heftig. Die Begegnung mit Storm damals war heftig. Das Gefühl, den Moonwalk zu beherrschen, war krass. Das Gefühl, den Headspin zu beherrschen, war krass. Also so, es gab echt ganz viele geile Momente in meinem Leben, aber auch jetzt hier zu sitzen und zu Menschen zu sprechen, die sich gerne das anschauen, was ich mache, das ist auch gerade ein geiles Gefühl. Also ich liebe das Leben als Tänzer und das Tanzen im Allgemeinen und ich empfinde echt jeden Moment als geil, auch wenn nicht jeder Moment sich gut anfühlt. Ich habe mich nicht immer wohl auf der Bühne gefühlt oder im Battle. Aber am Ende des Tages bin ich sehr glücklich, weil das Tanzen mich einfach erfüllt und das ist ein sehr geiles Gefühl, das die ganze Zeit anhält. Ohne Ende. Wie fändest du es, behinderte Menschen zu unterrichten? Ich unterrichte bereits behinderte Menschen und habe sehr viel Spaß dabei. Es ist schon so weit, dass ich mich frage, wer jetzt nun wirklich behindert ist. Weil jemand, der nicht behindert ist, fühlt sich nicht immer frei zu tanzen. Menschen haben Hemmungen zu tanzen und ich habe die Erfahrung mit behinderten Menschen gemacht, dass sie keine Hemmungen haben. Ja, die Musik läuft und die fangen an zu tanzen. Die lieben es zu tanzen. Ich liebe es einfach, mit behinderten Menschen zu tanzen. Kommen wir zur nächsten Frage. Inwiefern glaubst du, dass die Tanzszene von der Musikszene abhängig ist? Meinst du, der allgemeine Hip-Hop-Stil verändert sich, weil die Musik sich verändert, oder ist das eine eher zufällige parallele Entwicklung? Und falls die Entwicklung abhängig von der Musik ist, siehst du das eher kritisch oder gut? Wow, sehr, sehr gute Frage. Also, meiner Meinung nach finde ich, dass Entwicklung immer etwas Gutes ist. Egal, ob es in der Musik ist, in der Technik ist,
im Tanz ist. Entwicklung ist immer gut, ja, ist immer Fortschritt. Heutzutage ist Hip-Hop ein großes Missverständnis, weil seit den 70er Jahren, über die 80er, 90er, 2000er bis heute hat sich die Musik und die Tänze immer weiterentwickelt. Ja, das muss man wissen. Das heißt, wenn man zum Beispiel aus den 80er oder 90er Jahren kommt, dann hat man ein ganz bestimmtes Bild vom Hip-Hop-Tanz. Ja, und das ist bei jedem anderen. Es gibt auch Kollegen, die sagen, es gibt keinen Hip-Hop-Tanz. Hip-Hop ist eine Kultur. Es gibt nur Breaking und Hip-Hop ist die Kultur. Ja, es ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema, sehr kontrovers. Und ich bin der Meinung, man sollte Verständnis haben. Verständnis für die Generationen, in der man sich befindet und für die Generationen, die kommen und die Hip-Hop kennenlernen. Um deine Frage zu beantworten, es ist gut und es ist kritisch zugleich. Es ist beides, es ist Fluch und Segen in einem, weil das eine führt dazu, dass diese Kultur am Leben bleibt und immer weiterkommt und immer im Umlauf ist. Und das andere ist halt, man weiß am Ende nicht mehr, wo das Ganze herkommt. Und dass ich jetzt hier sitze vor der Kamera und mit euch rede über dieses Thema, ist, ist nicht ohne. Ja? Es ist eine ganz große Verantwortung, die wir Trainer haben, die alle Trainer da draußen haben, die Hip-Hop unterrichten. Habe ich alles gesagt? Ich weiß es nicht. Für mich ging es anfangs nur darum, ja, mich zu bewegen, zur Musik, Spaß zu haben, mit meinen Freunden abzuhängen, zu reisen, zu trainieren, um einfach voranzukommen. Später hat sich dann etwas Krasseres entwickelt, etwas, das mich richtig glücklich gemacht hat. Es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne mehr übers Tanzen erfahren wollen. Ich war einer von diesen Menschen. Wenn damals Storm im Fernsehen nicht diesen Workshop gegeben hätte, dieses Tutorial, wo er Breakdance und Popping und Locken erklärt, ich wüsste nicht, wie ich dann weiter, ich habe diese Menschen wie Storm gebraucht, um nach vorne zu kommen. Und jetzt sitze ich hier und versuche, das Ganze einfach weiterzugeben. Ich weiß, dass nicht allen gefällt, was ich tue und was ich sage, aber ich habe ein Ziel und ich habe einen Wunsch und diesen verfolge ich mit allem, was ich habe. Und ich bedanke mich sehr für alle, die mich unterstützen. Ich bedanke mich für eure Nachrichten, für eure Liebe, für eure Energie. Das treibt mich natürlich an, weiterzumachen. Und ja, ich sage Dankeschön. Und falls ihr mehr Fragen habt, falls ihr mehr über mich oder über das Tanzen erfahren wollt, dann schreibt mir gerne unter diesem Video in den Kommentaren. Und ich werde dann, ja, wenn sich genügend Fragen gesammelt haben, ein neues Q&A machen. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag oder einen sehr schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Peace, euer Sugar Ray. See you.